Hallo zusammen und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Fotogelaber Podcast. Wenn ihr uns über YouTube zuschaut, dann könnt ihr es direkt sehen. Wir sind heute zu dritt. Wenn ihr uns über einen Podcast zuhört, dann hört ihr das jetzt gleich. Wir haben nämlich heute einen Gast und zwar gehen wir heute so ein bisschen in die Richtung Streetfotografie. Wir haben es ja schon in der letzten Folge angesprochen und wir haben heute den Patrick Feinger hier im Podcast zu Gast. Hi Patrick, schön, dass du da bist und natürlich auch hallo Dennis, auch schön, dass du wieder da bist. Hi. Hi und danke für die Einladung erstmal. Ja, sehr gern. Mal als kleiner Background, es war eigentlich mal gedacht, das Ganze hier so als Dreierbeziehung aufzubauen, den ganzen Podcast. Aber der Patrick hat all sein Hightech-Equipment geopfert, um in die analoge Welt beziehungsweise in die Messsucherwelt zu wechseln, will ich es mal nennen. Deswegen entschuldigt sein Bild seiner Webcam aus dem MacBook oder sowas. Ihr seht es ja nicht, wenn ihr im Podcast da sind und ich will auch nicht zu viel labern. Patrick, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich. Ja, fangen wir an. Vielleicht kennt mich der ein oder andere, der diesen Podcast hören wird, schon. Von vielleicht Instagram, von vielleicht diversen Treffen so in der Leica-Bubble oder vielleicht auch in der Street-Bubble. Kurz zu mir, ich bin Patrick, bin jetzt fast 29 Jahre alt, mache seit ungefähr 3 Jahren Streetfotografie und komme aus der direkten Nähe des schönen Stuttgarts. Und es ist nicht meine erste Podcast-Erfahrung, sondern ich hatte die da bei einem Freund auch schon und freue mich da jetzt echt, was da auf mich zukommt. Ja, wir wollen dich nicht auseinandernehmen oder irgendwie sowas. Wir wollen einfach mit dir ein bisschen übers Thema Streetfotografie reden, weil du bist ja in die Richtung abgewandert. Ich habe dich kennengelernt, da warst du noch voll im Hightech-Sony-System unterwegs. Der Dennis wahrscheinlich genauso, weil das fand meistens in den Filialen oder in der Filiale beim Dennis statt. Die ganzen Workshops, die wir da alle mal so besucht haben und uns da so ein bisschen kennengelernt haben, gerade die Sony-Workshops, und da war das ja noch eine komplett andere Welt. Und was ist da passiert? Ja, also bevor wir zum Thema Sony kommen, müssen wir, glaube ich, ein bisschen früher einsteigen. Ihr habt das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Bei mir begleitet mich die Kamera eigentlich schon mein ganzes Leben. Ich habe immer gedacht, dass das so mit 8, 9 angefangen hat, bis ich mal ein Bild von meinen Eltern gefunden habe, wo ich als kleiner Zweijähriger mit einer Spielzeugkamera meinen Bruder fotografiert habe. Deswegen, irgendwie hatte ich schon immer so eine kleine Faszination für diese kleinen bösen Dinge. Und dann klassisch so dieses Urlaubszeug und so, bis dann halt 2011 dann zur Konfirmation dann die erste Kamera kam. Das war damals eine Canon 500D, ganz normal Standardzeug. Und mit dem habe ich ein bisschen mehr fotografiert. Der Hintergrund, warum ich die Kamera eigentlich gekauft habe, war, dass diese Kamera damals schon eine Videofunktion hatte und wir haben zu dem damaligen Zeitpunkt im Freundeskreis ein bisschen YouTube-Videos gemacht. Das heißt, alles ein bisschen eingeschlafen, dann ging die Ausbildung los, ausgelernt, dann war das erste richtige Geld da. Da hat man sich dann mal dazu entschlossen, komm, jetzt gradet man das mal ab. Das war dann damals eine 5D Mark IV, die man dann aber nach einem guten Jahr mal im Urlaub komplett ausgefallen ist. Und da ging dann auch so die Geschichte mit damals noch Hobbyfoto, heute Fotoprofi los. Dann habe ich nämlich aus dem Urlaub in Ludwigsburg angerufen und habe gefragt, hey, das kam doch gerade die A7 III raus. Habt ihr da eine da? Ich würde ganz gerne eine haben. Und da hieß es, ja, wir haben eine da. Das war damals im Mai 2018. Ja, 2018. Und dann kam ich aus dem Urlaub und habe mir diese Kamera dann direkt abgeholt. Da war aber nicht der Dennis am anderen Ende, oder? Nee, da war tatsächlich nicht der Dennis am anderen Ende. Ich habe damals schon telefoniert, ich meine mit der Isa, mit der Frau Weindorf. Und da war aber noch ein anderer Kollege da, der hieß irgendwas mit R. Ranko, irgendwie sowas. Ja, Es waren noch ein paar Ranko andere, kann es sein. waren noch ein paar andere Leute. Genau, es ist schon eine Weile her. Ja, und irgendwie hat dann mit diesem Sony-Thema ging es dann so richtig los. Also dann wurde Einstieg Landschaftsfotografie von bis alles mitgenommen, Verlaufsfilter, Polfilter, das komplette Ding. Mit der 5D, das war die erste Kamera, wo ich dann wirklich verstanden hatte, wie funktioniert Blende, Verschlusszeit, ISO. Das wusste ich davor, war alles nur Vollautomatik. Und dann ging es halt voll los. Gerade ich war immer schon dieser hybride Typ, Video und Foto. Und das hat sich eigentlich auch so, würde ich mal sagen, bis jetzt 2023 durchgezogen. Es kam dann ja immer mal wieder, dann kam mal eine R3 von Sony, dann kam mal eine 7S3, als die rauskam, dann kam mal eine 7.4 und dann kam auch mal eine A1, die hatte ich nicht zu lange, die hatte ich vielleicht so 1,5 Monate oder so.
Weißt du noch? Okay. Da bin ich mal auf den Trichter gekommen, für was brauchst du 2 Kameras, wenn eine alles kann? Ja. Und habe damals dann quasi die A7S III und die A7 IV eingetauscht für eine A1. Kein schlechter Tausch, ja. Ja, war auch ganz happy damit. Und dann lag aber auch diese A1 einfach quasi im Eck. Und dann habe ich sie mitgenommen, nur wenn ich irgendwie mal zu Freunden gegangen bin und da mal auf den Geburtstag fotografiere, was komplett, also für die Kamera, die ist einfach, mit der kann man viel mehr machen wie nur das. Und irgendwie hat dann, ja, das war einfach mit der, die kann halt alles. Also du kannst mit der nicht treffen, so. Du hast sie dann unterfordert. Ja, ich habe sie nicht so ausgereizt, wie ich wollte. Und irgendwie war das dann auch zu schade. Und irgendwie habe ich dann so ich habe nach so einem Fünkchen gesucht, was mir wieder Spaß macht und war in so einer richtigen Flaute. So eine Flaute, wo du dir dann das Objektiv kaufst und das Objektiv kaufst und das Objektiv kaufst und denkst, ja, okay, das bringt's dann wieder. Und irgendwie hat's das nicht gebracht. Und dann kam wir Anfang 23 zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, komm, jetzt packe ich doch mal wieder die alte analoge Kamera, die ich von meinem Opa geerbt bekommen habe. Das ist eine Nikon FM2. Für die auf YouTube zugucken, dieses tolle Stückchen. Mit der habe ich dann mal wieder fotografiert und das hat super viel Spaß gemacht. Manuelles Fokussieren, den Film weiterspannen und so. Aber so ganz analog wollte ich dann auch nicht. Und dann hast du dir Gedanken gemacht, wie kannst du diese analoge Welt mit diesem manuellen Fokussieren irgendwie ins Digitale reinbringen. Und da habe ich versucht, mit Objektiv auf manuell stellen und irgendwas adaptieren. Und das war alles irgendwie nicht so das Wahre. Und ich war immer ein Gegner von dieser Marke Leica. Ich habe immer gesagt, das kann nix, eine Kamera, die nur fotografieren kann, arsch viel Geld kostet. Nee, aber dann bin ich trotzdem irgendwie der Typ, der sagt, ja, man muss es ja mal ausprobiert haben. Und dann kommst du mit einer A1 und kompletten Objektiv-Fuhrpark an unter anderem ein paar G-Master-Objektiven, kommst du dann da so auf den Trichter, ich gehe jetzt mal in den Leica Store und teste mal so ein Ding aus. Einfach mal gucken, wie das ist. Und dann bin ich damals, Anfang März 23, nach Stuttgart in den Leica Store gegangen. Und dann hat damals der Ben, der ist mittlerweile auch wieder da, der war eine Zeit lang in der Elternzeit, hat dann einfach gesagt, hey, wenn du Bock hast, nimm die doch einfach mit. Hat mir einen 3514 Summilux draufgeschnallt und hat gesagt, hier, bring sie in einer Stunde, 1,5 wieder. Und diese 1,5 Stunden, die haben sowas in mir gemacht, dass ich wusste, okay, das ist es. Und eine Woche später das ganze Sony-Zeug auf den Tisch gestellt, in Ankauf und haben eine M11 geholt. Also eigentlich heute dann 2 Themen. Einmal Streetfotografie, was schon sehr oft diskutiert wird in 2 verschiedene Richtungen und dann auch noch das Thema Leica-Kameras, wo sich die Welten ja auch trennen, genau wie du es gesagt hast, das ist technisch so gesehen zu einer A1 komplett andere Welt. Also du bist ja du hast einmal komplett durchgewechselt und von null angefangen, mehr oder auf weniger. Jeden Fall. Und es ist, Vor allem, warte mal, nur dass ich mir das richtig in Erinnerung rufe. Das Leica-Thema hat bei dir vor knapp 3 Jahren erst angefangen. Ja, Anfang 23. Was bist du für ein Nerd, dass es jetzt so ist, dass wenn ich Leica-Fragen habe, dich anruf? Es geht ja auf keine Kuh aus. Keine Ahnung. Ja, ohne Witz, also bei so altem Leica-Kram, Objektivvariationen 35-2.0, welche Version ist es? Ich schicke ein Foto per WhatsApp an Patrick und bekomme instant eine Antwort, was für eine Version das ist, worauf ich achten muss und was weiß ich. Also habe ich wirklich schon 1-2 Mal als Joker quasi benutzt und normalerweise bin ich in der Joker-Rolle. Ja, du musst da ja auch dazu sagen, wenn du dir jetzt so eine Kamera kaufst, und ich wollte eine ältere haben, weil ich nicht sage, hey, ich will keine 9.000 Euro für eine neue Kamera ausgeben. Also ein bisschen Hirn ist dann auch irgendwie noch da, aber wenn du halt Sachen im Wert von den Summen bei einem Händler in Ankauf stellst, dann ist halt oft so, dass da kein Bargeschäft draus gemacht wird. Da wird ein Tauschgeschäft gemacht und in dem Fall war das dann so mit dem Händler, das war nicht beim Dennis, kann man ja dazu sagen, da geht's halt um Summen, da muss man halt schon auch gucken, wer macht das beste Angebot, ganz einfach. Da war dieses Tauschgeschäft da und nur deswegen habe ich auch eine M11, sonst hätte ich was Älteres. Und du beschäftigst dich dann automatisch mit dem Thema, weil du willst ja auch noch ein Objektiv haben und dann gibt's tolle Lösungen mit Vogtländer, die sind klasse mittlerweile, Taipoch, die sind auch sehr gut und noch ein paar andere Hersteller, die ja auch M-Objektive machen. Aber du willst ja schon auch irgendwie, wenn du so ein Ding hast, willst du ja schon auch irgendwie mal ein Leica-Objektiv haben. Und dann beschäftigst du dich schon damit, was gibt's denn da? Und das ist ja bei denen so, die haben seit über 70 Jahren dasselbe Bajonett. Und
nicht nur das, du kannst ja auch Objektive, die an die 100 Jahre alt sind, an diesen neuen Kameras mit einem Adapter nutzen. Und zwar vollumfänglich. Und dann hast du halt in 100 Jahren viele Objektive zu verschiedenen Preisrangen mit verschiedenen Eigenschaften und verschiedenen Charakteren. Und dann musst du schon auch gucken, welches kann was. Und deswegen hat sich auch so ein kleiner Nerd-Tick, den ich ja hatte, schon immer, hat sich da halt aufgebaut. Und dementsprechend, da gibt's ganz krassere Leute, aber ja, Du hast dir schon ein Wissen aufgebaut, muss man sagen. Also das ist schon krass. Auch für mich als jemand, der jetzt mit Leica nicht so viel am Hut hat, ein bisschen was getestet, aber sowas. Aber das, was man so mitbekommt, bist du schon eine kleine Leica-Datenbank geworden. Also das ist ja schon ganz ordentlich. Ja, es soll auch gar nicht jetzt so viel um Leica gehen. So, das ist einfach für mich so die Kamera, mit der ich halt am besten arbeiten kann. Du hast es damals vor einem Jahr in New York miterlebt. Dennis hat es auf ein paar Photowalks miterlebt. Es ist halt einfach, die Kamera ist wie Fleisch und Blut. Wenn du mit dem Ding fotografierst und du bist, also wenn ich heutzutage mit einer Autofokuskamera fotografiere in der Street, wo es darum geht, ultra schnell zu reagieren, präzise zu reagieren, genau auf das vielleicht auch mal blind zu schießen, was ich ja sehr, sehr gerne mache, weil es einfach noch mal viel unauffälliger ist, dann hast du schon auch Vorteile, wenn du diesen Autofokus nicht hast. Weil wenn du das nicht siehst, wo der hingeht, und du kannst natürlich sagen, ja, okay, wenn der automatisch in einem Breitfeld arbeitet, dann geht er halt auf die erste Person. Das Ding ist aber, was ist denn, wenn du nicht auf die erste Person scharf stellen willst? Was ist, wenn die erste Person vielleicht in deinem Anschnitt ist und du in der Street ja sehr, sehr gerne mit so Ebenen arbeitest und mit Unschärfen auch mal in den Vordergrund? Und dann ist schon so, dass du sagst, so ein manueller Fokus, den du voreinstellst und gegebenenfalls auch dann mal auch abblendest. Das habe ich tatsächlich in der Street vor allem gelernt. Man muss nicht alles offenblendig machen. Manche Motive wirken auch viel besser, wenn die beispielsweise auf einer 5, 6 oder einer 8 fotografiert sind, weil sie einfach übers ganze Bild hin eine Story erzählen, was man dann in der Street so genanntes Layering nennt, wo du quasi sagst, du baust dein Bild in verschiedenen Erzählebenen auf und in jeder Erzählebene passiert dann wieder was Neues. Und das ist für mich einfach, wo ich sage, ohne manuellen Fokus, den ich vor allem am Objektiv sehe, und jetzt sehen halt die YouTube-Leute wieder mehr, die ich halt am Objektiv sehe und da genau einstellen kann, tue ich mir, glaube ich, heute schwer zu fotografieren. Das geht ja echt so weit, dass ich diese Kombination aus M und 35 mm so gut kenne, dass ich das Ding in einem Bereich von 1,2 bis 2,5 Meter auch auf einer 1,4 jetzt nicht perfekt scharf bekomme, aber wir reden da schon von Nase zu Auge oder so. Mhm. Also wenn ich da ein bisschen abblende, da siehst du das dann halt auch nicht mehr. Das meine ich halt mit, es ist einfach das Werkzeug, was dein Arm, was dein Kopf und dein Auge einfach verlängert. Und das funktioniert einfach mit diesem System am besten. Jetzt kann einem eine Fuji mehr liegen, jetzt kann einem eine Sony mehr liegen, jetzt kann einem eine Canon mehr liegen, es ist alles scheißegal. Diese Kamera, die muss für dich funktionieren. Und das tut's mir halt bei Leica. Es ist natürlich auch, es bekommt ein bisschen mit der Kamera, gehst du mehr, machst du automatisch ein bisschen andere Motive, weil mit diesem Messsucher dann meistens sehr viel zentral ist. Auch wenn ich das versuche irgendwie zu vermeiden, in meiner Streetfotografie gibt es sehr viel negativen Raum. Also einfach leere Bildinformationen, das mache ich sehr, sehr gerne. Das ist generell, bewege ich mich da irgendwie in so einem Mix aus klassischer, reportageartiger Streetfotografie und schon auch irgendwie so einer, ja, ich würde jetzt nicht sagen Feinart, weil es schon ein bisschen schmutzig auch, aber künstlerische Fotografie. Für mich funktioniert es einfach am besten und Also jeder, der jetzt hier auch zuhört und im YouTube vielleicht auch zuschaut, wir haben die Bilder natürlich über den Podcast, lässt sich sowas nur schwer zeigen, aber wir verlinken das Ganze natürlich auch noch in der Beschreibung auf deinen Instagram-Account patrick.feinger. Da können sich die Leute einfach mal deine Bilder angucken. Und ja, du hast ja mit einer M11 so gesehen der heilige Gral der Streetfotografie wahrscheinlich als Kamera. Ich denke, jeder Streetfotograf wäre da sehr happy, wenn er so eine Kamera zur Verfügung hat. Aber wie war's denn? Warst du mit deinem Sony-Equipment dann auch schon in der Streetfotografie unterwegs oder kam das dann erst wirklich auch mit der Kamera selbst dann noch dazu? ja, also es gibt, wenn du
Wenn du dich so in der Bubble bewegst, da gibt's ganz viele, die sagen, sie haben um den Dreh 2015, 16, 17, 18 angefangen mit der Street oder die haben schon immer das fotografiert, wussten aber nicht, dass das, was sie da machen, an der Street gewertet werden kann. Bei mir war das Thema, dadurch, dass ich halt viele Jahre, viele verschiedene Systeme, viele verschiedene Kategorien und Genres irgendwie in der Fotografie ausprobiert habe, wusste ich, es gibt dieses Thema Street. Und irgendwie hat es mich ich kann es ja auch gar nicht sagen, wie da genau der Mechanismus war, aber irgendwie war das schon so, ich habe jetzt eine M, also mache ich jetzt Street. So, das war schon dann die bewusste Entscheidung, ich mache jetzt Street. Und irgendwie kam es halt. Das ist wirklich, es hört sich vielleicht auch dummer, ist genau das, was ich davor mit diesen ganzen Neukäufen von Kameras und Objektiven gesucht hatte. Hättest du mir davor gesagt, nimm dir eine manuelle Kamera, mach Street, ich glaube, ich hätte mir niemals so viele unterschiedliche Kameras gekauft. Du kannst Street immer machen, du kannst Street zu jedem Wetter machen, zu jeder Tageszeit, wann du Bock hast. Es geht immer. Es gibt da auch kein richtig oder falsch. Es gibt so viele verschiedene Stile, so viele verschiedene Ansätze und das ist einfach das Tolle. Und du bist nicht gebunden in der Landschaftsfotografie, früh aufstehen, spät ins Bett gehen, Licht steht scheiße, Mittagssonne. In der Street, egal welche Situation du hast, egal welches Licht, egal welches Wetter. Also ich hätte bis letztes Jahr nicht gedacht, dass ich bei Regen fotografieren gehe, bis Median Street in Dresden kam. Es gibt ganz andere Bilder. Du kannst ganz anders arbeiten. Du hast ganz andere Möglichkeiten. Pfützen, Regenschirme. Es ist so vielfältig und das ist das Faszinierende daran. Ich glaube auch, dass das ist, wo so viele gar nicht wissen, dass sie Street machen. Wer kennt das nicht? Du beschäftigst dich hobbymäßig mit Fotografieren. Was weiß ich, hast irgendwie Langeweile, Kamera liegt rum, also nimmst halt die Kamera, gehst raus und fotografierst halt auf Krampf, sage ich jetzt mal, irgendwas, Hauptsache damit fotografiert ist. Das ist, glaube ich, dann auch immer so ein schleichender Prozess, wie man zum Thema Streetfotografie kommt. Im Prinzip ist draußen in der Weltgeschichte rumlaufen und Motive suchen, sehen und dann letzten Endes auch einfangen, ist ja im Prinzip genau das, worum es geht. Und da ist Street ja auch tatsächlich ein sehr gediegenes Ding, weil, wie du schon richtig gesagt hast, du bist von niemandem abhängig. Du ziehst los und fertig. Du kannst nicht versetzt werden, wie in der Porträtfotografie irgendwie, dass du niemand findest, der Bock hat, sich fotografieren zu lassen. Das ist ja auch häufig so ein Thema. Da ist halt Street tatsächlich sehr gechillt. Ja, voll. Klar, auch hier, du arbeitest, du bildest fremde Menschen ab. Das musst du irgendwie können. Das kommt drauf an, und da sind wir wieder bei den Stilen. Es gibt Leute, die arbeiten nur mit Silhouetten. Es gibt Leute, die machen dieses Feinart, wo die wirklich sagen, sie nehmen Schattenverläufe auf. Es gibt auch Leute, die Street machen und da ist gar kein Mensch da. In meinen Augen braucht ein Streetbild schon ein Mensch, ja, aber es ist ja schon noch irgendwie, du hältst du hältst die aktuelle Zeit fest. Es ist ja schon, die Reportage geht mit der Street, wenn du es im klassischen Sinn siehst, ja schon auch ein bisschen mit ein. Und das ist auch, glaube ich, das Thema, was mich da auch voll dran reizt. Einfach nicht nur so Kunst für sich selber zu schaffen, weil ich habe das immer gerne angeguckt und das war auch so ein Ansatz, ich will mir meine eigene Kunst an die Wand hängen, so, sondern einfach Zeitgeschichte festhalten irgendwie, Menschen festhalten, Situationen festhalten. Und ich habe auch schon Leute kennengelernt, die gesagt haben, hey, sie haben Leute fotografiert, die es dann irgendwie nicht wollten und haben eine Diskussion gehabt, durften das Bild dann trotzdem behalten und irgendwie Monate später kommt raus, irgendwie derjenige ist verstorben und das war das einzige Bild von dem Mann, was jemals irgendwie gemacht wurde. Und das ist schon irgendwie so, wo ich sage, es gibt so manche Grenzsituationen, wo du dann schon sagen kannst, ja, was bleibt von uns, wenn sich mal was verändert? Und das finde ich irgendwie einen coolen Ansatz, da zu sagen, ja, okay, du hältst es fest mit allen negativen Stimmen, die dazugehören. Da gibt es ja auch viele, viele Diskussionen. Ich denke, ja, das ist auch wirklich ein großer Diskussionspunkt bei der Streetfotografie, eben wenn man auch mit Leuten drüber redet, die das vielleicht überhaupt gar nicht so machen, dass es eben auch das Ablichten von fremden Personen ist. Da ist sicherlich nicht jeder immer mit einverstanden, aber es gehört ja auch dazu, wenn man eben die Situation abbilden will. Und ich denke, da gibt's halt eben die Leute, die sagen, ja, schön als Kunst, mir gefällt es oder ich will das so festhalten. Und dann eben die Leute, die sagen, das geht überhaupt gar nicht, dass man sowas macht. Was ja dann wirklich auch so der größte
wichtigste Punkt, schätze ich mal, in der ganzen Diskussionsfrage um Street rum ist. Also wir haben da im DSLR-Forum gibt's einen Thread, der wurde, glaube ich, vom Admin selbst aufgemacht über diese ganze Street-Fotografie mit der Frage, was ist Streetfotografie oder warum macht man das überhaupt? Es gibt ja wirklich eine Auslegung von Streetfotografie von bis. Man kann ja alles irgendwie in das Thema Street mit reinnehmen. Manche Leute gibt's, die fotografieren einfach die Straße und sagen, ja, ich fange jetzt an, Street zu fotografieren, wo andere Leute sagen, nee, da muss ja eine Geschichte erzählt werden, mit Menschen vielleicht drin und so weiter. Und das ist natürlich dann schon ein Thema, wo der Dennis hat es in der letzten Folge gesagt, heiß diskutiert werden kann dann. Ja, Ja, also ich glaube vor allem, dass man gerade die, ja, so reportagige Streetfotografie, wo Menschen im Alltag quasi abgebildet werden, dass man da schon mit einem recht starken künstlerischen Auge tatsächlich auch auf die Bilder gucken muss. Ich und Patrick sind da immer im regen Austausch. Ich gucke mir seine Bilder sehr gern an. Und wenn ich da so das eine oder andere Bild manchmal per WhatsApp bekomme, bin ich auch so der Meinung, dass man manchmal einfach auch suchen muss, was steckt jetzt dahinter. Und wenn du dann halt tatsächlich einfach nur, wie es in der heutigen Zeit halt auch typisch ist, irgendwie einen kurzen Augenblick auf ein Bild guckst und dann im Prinzip zum nächsten weitergehst, dann fallen dir manche Dinge vielleicht auch gar nicht auf, warum das Bild jetzt Sinn ergibt. Und da fehlt halt, glaube ich, auch vielen Leuten, die keinen Zugang zu dem haben oder mit wenigerem künstlerischen Auge auf so ein Bild gucken, fällt es dann, glaube ich, manchmal schwer zu verstehen, was dahinter steckt. Und dann kommt halt eben das mit dazu. Man greift da teilweise ja auch Situationen aus dem Alltag auf, wo man jetzt selber vielleicht auch sagt, okay, will ich da fotografiert werden oder wie auch immer. Und da gibt's, glaube ich, immer, oder deswegen gibt's, glaube ich, auch immer diese Diskrepanz, warum da Diskussionsbedarf da ist tatsächlich. Ja, du hast das am Anfang, hast du das echt schön gesagt so. Du musst es auch irgendwie, also du musst irgendwie verstehen können, weil sonst ist, ganz ehrlich, sonst ist 95%, also von dem, was ich mache, wenn ich das einfach im Himmel ist, 95% Bullshit. Das guckst du dir durch, Ja. 95% ist Bullshit. Dann wird's halt ganz interessant, wenn du mit Leuten sprichst, die dann so, wie du sagst, einen künstlerischen Blick vielleicht auf so Dinge haben, was dann so ans Tageslicht kommt. Und oft ist dann auch so, du zeigst Bilder, wo du sagst, das ist kompletter Rotz. Und dann zieht einer irgendwie eine tiefe Message da drin und denkt sich, und du denkst dir so, ja, eigentlich hat der recht. Aber auch das Thema so persönlicher Bezug dann. Dieser Gedanke, will ich so abgelichtet sein? Mein Ansatz ist es schon, dass ich sag, hey, ich fotografiere Situationen, die nicht falsch ausgelegt werden können. Auch ganz, 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 ganz schwierige Themen sind ja gerade in der Industrie das Thema Kinder, wo es ganz, ganz radikale Meinungen gibt. Da bin ich auch der Meinung, man muss aufpassen. Ich finde es für meinen Teil aber, es wurde schon immer fotografiert, es wurde schon immer die Gesellschaften festgehalten, die letzten 100 Jahre. Ich finde, es sollte jeder abgebildet werden dürfen, weil sonst du tust die Person nicht abwerten, wenn du sie fotografierst, sondern wenn du sie nicht fotografierst. Und das soll dann trotzdem auch in einem Rahmen sein. Also ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwie eine Situation abzulichten, die wirklich falsch ausgelegt werden könnte. Und das ist bestimmt auch schon mal vorgekommen, dass man da mal abgedrückt hat und im Nachhinein sich gedacht hat, und dann wird das Bild halt partout gelöscht. Und das zweite Thema ist halt so das Thema Obdachlose, wo du sagst, hey, die gehören zur Gesellschaft dazu, aber jetzt soll ich sagen, die tun es partout nicht ablichten, wegen sich an dem Leid zu ergötzen. Und da sage ich auch, ja, da bin ich dabei, da fühle ich, und das geht dann, also ich fotografiere auch unter anderem teilweise Obdachlose, ja, aber dann muss das Bild eine tiefere Message haben. Ein Bekannter beschreibt zum Beispiel ein Obdachloser neben einem Louis Vuitton Store, wo gerade irgendwie ein Pärchen freudig mit ihren 5 Einkaufstaschen rausgeht, was so wieder ins Reportagige, Sozialkritische geht. Und bei mir siehst du schon auch manche Themen, die ich einordnen würde mit meinen Bildern, wo du sagst, ja, die hinterfragen gerade was Sozialkritisches in unserer Gesellschaft. Da habe ich tatsächlich auch eigentlich ein ganz hübsches Bild. Ich habe mich echt in der Situation gefragt, soll ich abdrücken oder nicht? Das war analog aufgenommen. Das war in München letztes Jahr, nachdem die Eisbachwelle, nachdem da das Bait ausgehoben wurde und die Eisbachwelle nicht mehr da war. Und da habe ich ein Bild von einer Frau in einem Rollstuhl, die
der es wirklich nicht gut gehen. Und sie liest eine Zeitung, auf der drauf steht, die Akta Isbach. Und ich habe mich dann doch dafür entschieden, dieses Bild zu machen, weil es schon auch für mich so ein Thema ist. Ja, so Themen ziehen sich durch die komplette Gesellschaft durch. Das interessiert nicht nur den Reichen, nicht nur den Normalbürger. Nee, das interessiert auch genau die Leute, weil hinter jeder von den Leuten steckt da irgendwie eine Story. Und warum soll man das dann nicht festhalten? So, vielleicht bringt's irgendwann mal was, das weißt du ja heute nicht. Aber so Situationen sind dann die, wo ich sage, ja, okay, wenn ich damit was Sozialkritisches festhalte, mit dem man vielleicht auch was aufzeigen könnte, dann drücke ich da auch ab. Ist das Bild online oder hast du das für dich fotografiert? Das Bild ist tatsächlich nicht online, weil ich immer noch damit habe, es zu veröffentlichen. Weil das ist ja dann auch, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema auch von den Leuten, ob du das jetzt für dich fotografierst und es nie irgendwie veröffentlicht wird oder sowas, Ja. dann ist das ja auch nochmal ganz was anderes, wie wenn du das jetzt öffentlich auf deinem Instagram oder so irgendwie vorführst. Und genauso mit dem Thema Kinder, wenn ich mit einer 2-jährigen Tochter, wenn jetzt jemand herkommen würde, Fremdes, was du ja dann für die Leute wirklich bist, und ein Bild von ihr machen würde, ich glaube, dann würde ich schon mal nachfragen, was das jetzt soll. Und wenn der mir dann das erklärt, was er damit bezwecken will und so, sehe ich das dann vielleicht ein bisschen anders, aber so, ich glaube, aus einer Vatersicht oder so hast du da sowieso erstmal gleich ein ganz anderes Auge, was ja dann automatisch wieder in der Gesellschaft dafür sorgt, dass das Thema eben ganz anders gesehen wird, weil es da eben wahrscheinlich die Eltern gibt, die sowas ganz anders Ja, sehen, voll. wie jetzt deine Streetfotograf-Freunde, die ja gar nicht mit einem negativen Hintergrund dahin gehen und das Bild machen. Du sagst ja selber, es soll eine Geschichte erzählen und jetzt nicht irgendwie was Negatives, Nachteiliges oder so daraus entstehen, aber viele Leute wissen das vielleicht auch so einfach gar nicht. Ja, voll. Was ich halt beim Thema Kinder, da bin ich halt auch, meiner Meinung nach, muss man da relativ strikt sein. Das Aufnehmen ist eine, aber wo halt kein Spielraum in meinen Augen ist tatsächlich das Thema Veröffentlichen. Wenn es jetzt irgendwie Teile sind, man sieht irgendwie auf einem Bild, keine Ahnung, Füße oder whatever, weil man irgendwo situationsbedingt was aufgegriffen hat, wo man mit einem natürlichen Rahmen irgendwie gearbeitet hat. Aber wenn es tatsächlich um das klare Abbilden geht, bin ich halt einfach der Meinung, und so handhabe ich das ja auch mit meinen Kindern. Es gibt keine Bilder von denen auf irgendeinem Social Media Plattform oder sonst irgendwas. Das Maximale irgendwie mal von hinten oder ja, so als Silhouette, das war's dann aber auch schon, weil ja, man kann es halt einfach nicht mehr einfangen, wenn es mal online ist. Man weiß nicht, was damit passiert. In Zeiten von KI kann ich ja da im Prinzip alles draus machen. Von dem her bin ich da schon auch ja der Meinung, dass man da schon recht strikt sein muss, und da gibt es meiner Meinung nach auch keinen Spielraum. Aber das, wie Michi auch sagt, gucke ich wahrscheinlich einfach mit einer Vaterbrille ganz anders auf die Geschichte, wie jemand, der keine Berührungspunkte selber mit Kindern hat. Gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin da muss ich mir ein bisschen rausnehmen. Ich bin da nicht mehr so strikt. Das wisst ihr auch. Ich habe Bilder online, ja. Da kann es auch mal sein, du erkennst ein Kindergesicht, ja. Es gibt aber auch Bilder, die in Ordnung sind, die nicht gelöscht werden, weil die Situation nicht falsch ausgelegt werden kann, die ich aber trotzdem zurückhalte und sag, die haben zum Beispiel online sowohl emotional für mich als Fotograf, weil es einfach was Besonderes ist, als auch für die abgebildeten Kids, die haben halt online nichts zu suchen. Und es ist halt eine ganz andere Nummer, wenn du ein Bild online wo hängen hast oder wenn du ein Bild in der Galerie hängen hast. Und das Thema KI, mit dem habe ich mich auch beschäftigt, aber klar ist doof, aber irgendwie, wer will, der bekommt halt auch. Das, Sowieso. Aber umso weniger das ist- Nährboden man da bietet, umso geschickter meiner Meinung nach. Aber ich verstehe deinen Standpunkt. Da ist ja auch tatsächlich so, ich meine, ich kann da ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Eins deiner, glaube ich, sage ich nichts Falsches, wenn ich sag, eins deiner Favoritenbilder, Lieblingsbilder, ist ja genau so eins, das in die Kategorie fällt, wo du ja selber auch sagst, hey, okay, es hat online nichts zu suchen. Ja, zudem ist das Bild auch ein analoges Bild. Da reden wir auch nochmal, was so Datenerfassung angeht, das ist ein ganz anderer Schnack. Ich glaube, dass man da das Thema Datenschutz und Streetfotografie, das brauchst du ja, glaube ich, erst gar nicht anfangen, weil ja, ist schwierig. Da wird es niemals ein Übereinanderkommen geben, weil es sind Sachen, die sich beißen. Ja.
Das ist wie Tempolimit einhalten oder whatever. Es ist ein ganz, ganz, ganz großes Diskussionsthema. Und da bin ich auch so in dieses Diskussionsthema Street und Datenschutz und Persönlichkeitsrecht. Ich bin leid, über das Thema zu reden. In meinen Augen immer eine Auslegungssache. Da gibt's auch verschiedenste Stimmen, auch rechtlich, die sagen, es ist eine Einzelfallentscheidung, bedarf es da, um es mal kurz anzusprechen. Aber eigentlich sage ich, hey, Leute, gesunder Menschenverstand irgendwie. Das Thema, das ist ja auch erst eine Sache der 2000er Jahre. Davor war das kein Problem. Weil jetzt halt jeder mit einer Kamera rumrennen kann. Ja, genau. Also ich glaube, dass die Handys da eine Riesenrolle spielen, das Thema Internet da eine Riesenrolle spielt. In Anfang 90er oder Mitte 90er, Ende 90er ist man ja teilweise noch mit, was weiß ich, mit der Einwegkamera in Urlaub gefahren. Da hat es keinen Menschen interessiert, wenn du vor irgendeiner Sehenswürdigkeit mit der Kamera ein Foto machst. Mittlerweile, je nachdem, wo du dich rumtreibst, musst du dich ja schon schlecht fühlen, wenn du eine Kamera dabei hast. Und nebendran sind 3 Leute, die ihr 18 Zoll iPad hochhalten, um irgendwas aufzunehmen. Also da ist, glaube ich, auch die Wahrnehmung manchmal echt ein bisschen schwierig. Von dem her, ich stimme dir dazu, dass da es ist immer so ein, wie du sagst, ich hätte jetzt noch kein Bild von dir gesehen, wo ich sagen würde, okay, da würde ich jetzt, also ich nehme mich da sowieso mal raus, ich bin ein absoluter Schisshase, was sowas angeht, was so an Menschen rangehen oder, ja, ich vermeide gern Konfrontation von dem her. Aber ja, es gäbe jetzt noch kein Bild, wo ich gesagt hätte, ey, okay, hätte ich mir 3-mal überlegt, ob ich das Bild mache oder wie auch immer. Wir haben da ja tatsächlich auch mal, wo wir uns getroffen hatten, hatte ich auf dem Weg ja so eine Situation, habe ich dir erzählt, mit dem schlafenden Polizisten im Streifenwagen. Streetmäßig wäre das bestimmt ein geiles Bild gewesen, aber ich sag's dir, wie es ist. Ich habe mich nicht getraut, das Foto zu machen. Und zum anderen wäre es wahrscheinlich genau die gleiche Entscheidung, das dann irgendwie zu veröffentlichen oder keine Ahnung, weil da kann man natürlich schon ein bisschen Blödes reininterpretieren. Obwohl es eigentlich schon so mitten in Stuttgart am helllichten Tag fand ich schon ein bisschen amüsant irgendwie auch und eigentlich auch ein spannendes Motiv so. Ich kann mich dran erinnern, wie wir drüber geredet haben. Es ist auch es ist super spannend und ich glaube, ich hätte es irgendwie versucht, irgendwie blind aus der Hüfte so für mich zu machen, ja. Es wäre jetzt aber bei mir tatsächlich in die Kategorie gefallen, keine Veröffentlichung. Weil ich weiß nicht, ist der gerade aktiv wirklich im Dienst oder macht er seine Pause und kann das? Oder das kann einfach auch ein Tick schlecht ausgelegt werden. Das kann ja für die Person selber scheiße laufen, Genau. wenn den jemand erkennt und so. Deswegen, auch wenn es ein Polizist und der im Staatsdienst ist. Wie sind denn so allgemein die Reaktionen, wenn du bist ja sehr viel unterwegs, wenn man auf deinem Instagram oder wir kennen dich eben auch persönlich, wir wissen ja, dass du sehr viel unterwegs bist. Wie ist so allgemein die Reaktion von den ganzen Leuten? Also so komplett Deutschland. Ich war mit dir in New York, da hast du rumfotografiert, da waren witzige Szenen dabei. Was sagst du da so? Wie kommt das so alles an? Du musst Deutschland in meinen Augen vom Rest der Welt komplett abtrennen. Ich bin der Meinung, im Rest der Welt ist es problemlos möglich, Street zu fotografieren und auch nah an die Leute zu gehen. USA, New York, absolut problemlos. New York war absolut kein Problem. Ich will unbedingt wieder hin. USA, mega für das, was ich mache. Mega. Und mit allen, mit denen ich rede in der Community, sagen auch, ja, Deutschland ist da schon so ein Thema für sich. Es gibt so einzelne Storys aus Frankreich, die da auch so ein bisschen sind. Aber in Deutschland will ich dann auch nochmal unterteilen, je nach Stadt. Berlin war problemlos möglich jetzt vor einer Woche. München ist gar kein Problem. Nürnberg war kein Problem. Stuttgart, schwierig. Vielleicht auch getrübt dadurch, dass ich in Stuttgart einfach am meisten fotografiere. Gefühlt sind aber die Leute auch hier, das ist, der schwäbische Bruttler ist halt immer noch ein bisschen schwieriger wie der Rest in Deutschland. Nee, ich glaube, dass umso touristischer es wird, umso einfacher wird es wahrscheinlich, oder? Korrekt, ja. Du kannst es, das ist lustig, weil man könnte schon sagen, ich habe so einen Index gemessen an, wie oft höre ich was Asiatisches und wie oft höre ich was Spanisches. Also das kannst du wirklich sagen, wenn du das mehr hörst und mehr siehst, dass jemand irgendwie aus Südamerika kommt oder aus Asien, dann funktioniert die Stadt besser. Also weil funktioniert besser im Sinne von Streetfotografie. Im Street, ja. Funktioniert besser im Sinne von Street und vor allem dieses closest Street. Also dieses wirklich in Vollkontakt gehen.
dass du eine künstlerische Streetfotografie, wo du mit Licht und Schatten arbeitest eher und mehr so Feinart machst, die kannst du überall machen. Das ist auch überall unproblematisch. Da kriegst du eher die Probleme mit den Securities von zum Beispiel den Gebäuden, weil die denken irgendwie, du fotografierst da rein. Also das ist eher das Problem. Auf der Straße in dieser, ja, wie es ich nenne, Vollkontaktfotografie, ist wirklich zwiegespalten. Also viele sagen, sie können es an einer Hand abzählen, wie oft sie angesprochen wurden und wie oft es irgendwie doofe Situationen gab und jemand es nicht wollte. Mittlerweile kann ich sagen, jedes zweite Mal beschwert sich bei mir auf jeden Fall jemand. Jedes zweite Foto oder jeder zweite Ausflug? Jeder zweite Ausflug. Es war letztes Jahr echt krass, weil da gab es eine Zeit, da war es bei jedem Ausflug. Also es kommt echt drauf an, wie dein Tagesflow ist. Ich habe auch Tage, wo ich sage, heute nicht, heute eher vielleicht Richtung diesem Feinart, künstlerisch. Oder ich habe Tage, wo ich sage, ja komm, heute machen wir direkt drauf und wir suchen diesen Moment zwischen, er hat mich erkannt und er kann reagieren. Der meistens immer das Spannendste ist. Hängt es vielleicht auch einfach damit zusammen, wie, ich nenne es mal in Anführungszeichen aggressiv du an die Sache hingehst? Also, Ja. wenn du aktiv auf Leute zugehst, um eine Situation festzuhalten, ist es ja, glaube ich, schon nochmal ein anderes Potenzial dahinter, wie wenn du im Vorbeigehen aus der Hüfte irgendwie ein Foto machst. Es ist richtig witzig. Also bei mir persönlich bin ich der Meinung, es macht was aus, ob ich eine Brille auf habe oder nicht. Ob ich einen Bart habe oder nicht. Ob ich meine Mütze auf habe oder nicht. Ich habe echt das Gefühl, dass bei mir das so ein Thema ist, wenn du irgendwie schon, also keine Ahnung, ich finde, ohne Brille sehe ich deutlich unseriöser aus wie mit Brille, aber ich fotografiere halt ohne Brille. Also ich finde schon, es hat was ausgemacht, ja. Ich glaube, was dein großer Vorteil teilweise auch ist einfach, dass du recht groß und ich nenne es mal bärig bist. Da überlegt sich vielleicht auch der eine andere zweimal, ob er jetzt irgendwie frech wird oder irgendwas sagt oder wie auch immer. Wenn ich da jetzt mit meinen 1,60 da ankomme, ist es, glaube ich, immer eine andere Herangehensweise auch an die Thematik. Von dem her, ich glaube schon, dass es auch da eine Rolle spielt. Es ist einerseits, denke ich, ein Vorteil, also für die mich nicht kennen, ich habe halt 130 Kilo auf der Waage und bin 1,90 Meter groß, aber andererseits ist auch so, es ist schon, also ganz ehrlich, es ist schon einschüchternd, wenn so jemand vor dir steht und ein Bild von dir macht. Bisschen was, bin ich auch der Meinung, hebt da tatsächlich auch die kleine Kamera auf, die ja wirklich für das, was sie kann, wirklich klein ist. Es ist besser, wenn du das hast, wie wenn du dich irgendwie hinter so einer fetten Spiegelreflex und einem fetten Zoom versteckst. Also es macht wohl auch viel aus. Da bin ich halt in dem Stil, in den verschiedenen Stilen, die ich da irgendwie fotografiere. Ja, was heißt gefährdet, aber ja, also das Risiko ist schon höher wie bei anderen, dass ich angesprochen werde. Da bin ich auch offen und ehrlich und ich weiß auch, es ist ja schon mal zu der Situation gekommen, dass was passiert ist. Da bin ich ja irgendwie gefühlt der Einzige in Deutschland, dem mal ins Maul gehauen wurde. Willst du erzählen, was passiert ist oder willst du? Ja, ich kann, nee, ich kann, also ich habe nicht mal jemanden ja fotografiert, das ist vor ungefähr einem Jahr passiert. Ich habe in einen Lieferwagen hinten rein fotografiert auf einem Flohmarkt, bei dem gerade Produkte eingeräumt wurden. Das war analog, das kam zur Diskussion, dass man das Bild löschen soll. Nach dem Griff nach der Kamera wurde mir mit einem Schlag ins Gesicht gedankt. Ja, kleiner Cut an der Lippe, alles ist noch ein bisschen offen, deswegen will ich nicht so viel sagen. Das ist das, was ich sagen kann. Ich warte aktuell noch auf das Fallenlassen der Strafanzeige. Wer es interessiert, dann kann ich das gerne privat ausführen, aber ich habe von vielen gehört, dass ich wohl der Einzige bin, dem sowas passiert ist. Was ich mir nicht vorstellen kann, weil so viele Leute, die Streetfotografie auch betreiben, ich gehe davon aus, nicht jeder will es auch erzählen, was ihm da so passiert ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass draußen auf der Welt, wo sehr viel Mist passiert, sowas eben nicht passieren soll. Und nur dir. Mehr große Zufall. Nee. Können wir auch Lotto spielen. Also deutschlandweit ist die Chance schon vielleicht groß, dass ich der Einzige sein könnte, dem wirklich so aktiv was passiert ist. Dass es da Sachen gab, wie Anzeigen wegen dem und Persönlichkeitsrecht. 100%, das wird es gegeben haben. Aber die sind ja, also mit den Leuten, mit denen ich da geschwätzt habe, die sind ja auch in dieser deutschen Streetfotografie-Szene, so um das Meet and Street, was einmal im Jahr stattfindet, in den Straßenfotografie-Kollektiven, wo wir auch gleich noch was darüber erzählen können. Wenn du dich da mit ein paar Leuten unterhältst, die da echt tief und lange drin sind, die sagen dann auch, hey, teilweise machen die Vorträge und sagen, hey, ich muss meinen Vortrag umschreiben, weil ich sag, es ist nie mehr jemandem passiert und du bist halt der Fall, der es halt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Hat es nachhaltig mit dir was gemacht? Also ist die Hemmschwelle gewachsen oder
ist es so, dass du sagst, weil ich würde jetzt als Außenstehender in Anführungszeichen, der regelmäßig ja auch deutlich mehr Bilder sieht, wie das, was online zu sehen ist. Ich würde jetzt so nicht unbedingt einschätzen, dass deine Hemmschwelle irgendwie gewachsen ist. Oder du hast gelernt, da gut damit umzugehen. Ja, doch, Hemmschwelle ist schon deutlich gewachsen. Du denkst halt immer, also das sind gerade so diese Charaktertypen, die du vielleicht fotografieren möchtest, wo du dir wirklich Da, wo es jetzt halt richtig dreimal spannend überlegst. Da, wo es halt richtig spannend wird, ob du jetzt abdrückst oder nicht. Aber du kriegst auch, was der Vorteil ist, das Feingefühl davon erst gewachsen. Die Bilder, die du siehst, da bin ich schon so, wo ich gesagt habe, ja, das funktioniert. Und bei denen, die ich nicht gemacht habe, weil ich gedacht habe, das funktioniert nicht, da kann ich nichts dazu sagen. Ich finde es auch lustig, wenn du jetzt irgendwie sagst, es ist, wo ja ganz viele Leute auch so ein bisschen, ja, nee, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Ja, aber manche dann machen wir's. Manche Charaktertypen, ich finde einfach, Leute Richtung östlicheren Ländern, die sehen einfach cooler aus. Ich finde, die sehen einfach cooler aus. So. Und manche würden denken, ja, vor dem habe ich jetzt Angst und bla bla bla. Und ich kann es eins sagen, das sind die am wenigsten Problem damit haben. Die waren bisher alle cool. In Stuttgart habe ich ganz, 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 ganz viele syrische Menschen fotografiert, mit denen ich mich null unterhalten konnte. Aber die haben gesagt, hier, Foto, dies, das. Und das waren richtig, richtig tolle Erfahrungen. Und ich liebe das. Und jetzt ist dir einmal was Scheiße passiert, aber diese 100 anderen positiven Reaktionen, ach, das Bild ist schön, komm, schick's mir und gib dein Insta und das wiegt alles wieder auf, ganz ehrlich. Das ist einfach toll. Du kommst in Kontakt mit Menschen, sowohl auf der Straße als dann auch auf diesem wirklich, und da will ich wirklich eine Lanze für brechen, Meet and Street einmal im Jahr, erstes oder zweites Juli-Wochenende in der Regel. Dieses Jahr in Freiburg bei unseren Freunden von Black Forest Streets. Mega, mega geile Veranstaltung. Gibt ein kleines Vortreffen, gibt einen Hauptveranstaltungstag mit der Open Gallery. Ihr könnt eure Bilder mitbringen und die werden dann öffentlich ausgestellt und die können dann für einen guten Zweck, meistens ist ein Straßenmagazin, können die dann gegen eine Spende mitgenommen werden. Es ist mega, mega geil und in dieser Community zu sein, und wir haben ja jetzt seit Mitte letzten Jahr unser eigenes Kollektiv, also ich bin Mitglied im Kollektiv Kessler Objektive. Es ist einfach toll. Es ist einfach wirklich toll. Du findest Freunde. Ich war mehrmals in Nürnberg. Wir haben Leute in München kennengelernt. Jetzt, vor einer Woche, waren wir in Berlin. Und egal, wo du hingehst, du schreibst davor die Leute an, die von da kommen und fragst, hey, habt ihr Zeit, habt ihr Lust? Und in Berlin haben wir uns auch mit dem Andreas getroffen, vom Berliner Kollektiv. Es war mega. Also kann sich da jeder anschließen oder wie finden die Leute da zu euch? Das ist eine Veranstaltung, die findet dieses Jahr am 11. 12. Juli statt. Lass mich genau, 10.11. Also die Hauptveranstaltung ist am 11. Am 10., also freitags, gibt es dann meistens noch so ein kleines Get-Together abends. Es ist super geil. Es ist super cool. Sehr, sehr viele, viele tolle Menschen. Das Meet and Street ist wirklich von der Community für die Community. Und wir haben in den letzten 2 Jahren, dieses Jahr auch wieder, sind für die Veranstaltung innerhalb von 2 Tagen echt hohe Summen an Geld zusammengekommen, um das dann überhaupt stattfinden lassen zu können. Und das jährt sich jetzt schon zum 6. Mal. Es gab eine kleine Pause während Corona. Und es ist wirklich, es ist einfach, man kann sagen, es ist ein großes Treffen unter Freunden. Und es ist echt cool. Und wie gesagt, dieses Jahr offizieller Termin, 11.07. in Freiburg im Breisgau. Das Ganze verlinkt man auch in der Beschreibung, können sich die Leute angucken und gegebenenfalls dann natürlich auch teilnehmen. Ja, ich würde mich freuen, den einen oder anderen zu sehen, der vielleicht auch sagt, ja, mit Street habe ich jetzt vielleicht noch nicht so viel am Hut gehabt, aber ich will mal gucken, wie die Leute drauf sind. Meistens wird das schon auch fotografiert, ja, aber es ist schon so, wenn man sich einmal im Jahr da mal sieht, dann wird wahrscheinlich eher mehr mal ein bisschen geplauscht, Bierchen getrunken oder so, wie dann fotografiert. Aber es ist schon so, dass halt zum Beispiel in Dresden letztes Jahr war es so, die Jungs und Mädels vom Kollektiv haben Fotorouten vorgeschlagen, die man laufen kann, und sind dann teilweise dann auch mit und haben so als Guide fungiert. Sowas gibt es dann auch. Und dann, wie gesagt, das Toll ist echt, also die Open Gallery kommt jedes Jahr auf jeden Fall eine kleinere 4-stellige Summe zusammen, die dann an diese Straßenmagazine, das werden viele kennen, zum Beispiel Stuttgart ist das Trottwar, wo Obdachlose sich einen kleinen Euro
gegen diese Zeitschriften dann verdienen können. Also die stehen dann da und verkaufen diese Zeitschriften. Meistens ist es so, dass dann die Spenden von der Open Gallery dann so einem Magazin zugutekommen. Und das finde ich echt eine gute Sache. Auf jeden Fall, auf jeden So Fall. mit diesem auch wieder dieses Konzept von der Straße für die Straße. Manche bilden die ja ab. Deswegen, ja, einfach was Gutes tun und was zurückgeben irgendwie. Also was wir auf jeden Fall gelernt haben, ist schon mal, Streetfotografie verbindet auch sehr viele Menschen, eben die Fotografen an sich und natürlich auch die Verbindung Fotograf zu den fotografierten Leuten, fremden Leuten. Und das ist ja auch ein gutes Thema eigentlich. Also es ist ja immer schön, wenn man neue Freunde findet, beziehungsweise wenn man sich einfach ein bisschen in der Gesellschaft einfindet, so gesehen. An der Stelle mal ein Hottake von mir. Es wäre tatsächlich schön, wenn das Miteinander noch viel mehr eine Rolle spielen würde. Also gerade wenn man sich so mit dem einen oder anderen unterhält, habe ich so manchmal das Gefühl, gerade auch im Laden, dass viele, gerade wenn es in die Richtung Porträt und so weiter geht, dass da viele doch so ein bisschen irgendwie einen Stock quer haben oder keine Ahnung und dem einen das eine Foto nicht gönnen und keine Ahnung. Also da fände ich es tatsächlich auch eigentlich ganz schön, wenn dieses Miteinander, weil im Prinzip verbindet uns ja alle das Gleiche. Eigentlich ein ziemlich cooles Hobby, das sehr, sehr vielseitig sein kann. Und da finde ich es tatsächlich manchmal ein bisschen schade, dass da Bilder gegenseitig zerrissen werden oder da gibt es ja manchmal schon wilde Sachen und das muss ich ehrlicherweise sagen, auch die Male, wo wir jetzt schon zusammen unterwegs waren, Patrick in Stuttgart und einfach mal losgezogen sind, ein paar Fotos machen. Man ist ja immer mit irgendjemandem ins Gespräch gekommen. Ich finde das eigentlich auch ganz, ganz nett, tatsächlich mal über den Tellerrand hinaus zu gucken, sich da ab und zu mal anzuschließen. Ja, voll. Und da kann ich auch nur, also für diejenigen, die jetzt das vielleicht interessant finden und jetzt irgendwie nicht nach Freiburg kommen können, um das große Ganze mal irgendwie zu sehen. Wir vom Kollektiv veranstalten bestimmt auch wieder in nicht allzu langer Zeit wieder einen Community Photo Walk. Da haben wir bisher 2 gemacht. Der zweite und der erste sind sehr gut angekommen. Der zweite, der war überwältigend für das, wie es da geregnet hat. Und für die aus der Region Stuttgart kommen oder vielleicht auch weiter weg, sind herzlich dazu eingeladen. Guckt auf Instagram auf der Kollektivseite Kesselobjektive vorbei und da werden rechtzeitig, meistens 2-3 Wochen im Voraus, dann unsere Walks angekündigt und dann werdet ihr dann auch meine Kollektivpartner, die Julia, die Sandra, den Pete und den James und mich kennenlernen. Und jeder, der da war, fand es eigentlich bisher cool. Also dann wollen wir auf jeden Fall mal ein großes Danke an dich sagen, Patrick, dass du dir die Zeit genommen hast und uns mal ein bisschen was erzählt hast von der ganzen Streetfotografie, von dir natürlich, wie sich das alles so ergeben hat. Für mich war auch viel Neues noch dabei. War auf jeden Fall sehr cool, da mal in das Thema reinzukommen. Und wie gesagt, Leute, ihr könnt euch das Ganze angucken. Wir verlinken das mal, wenn ihr da Interesse dran habt. Und ja, von mir ansonsten, Patrick, vielen Dank fürs Hiersein. Dennis, natürlich wie immer. Du bist immer hier, aber trotzdem auch ein Danke an dich. War mal wieder ein schöner Plausch. Dann, Patrick, du bist bestimmt nochmal das eine oder andere Mal wieder dabei. Es gibt bestimmt noch andere Themen, die mit dir zu diskutieren bestimmt auch sehr interessant sind. Dann schauen wir einfach mal. Ein kleiner Hint gegen einen roten Punkt. Na, gerade so ein Thema Leica oder so ist ja schon interessant. Ich habe ja nichts gegen die Marke. Es ist halt nur ein bisschen teuer. Vielleicht so ein bisschen. Ja, ich glaube auch, das Thema Streetfotografie ist noch nicht ausdiskutiert. Nee, das auf war gar jetzt mal keinen ein kleiner Einblick, aber es war eine Sicht der Dinge. Und das Thema ist so groß, dass du kannst es nicht in einer Stunde erfassen. Und du kannst auch Meinungen und nicht erfassen. Und ja, ich bin gespannt, ob und was für Kommentare es dazu noch gibt, weil Street ist ja schon, wie wir es eben gesagt haben, ein Thema, wo sehr viel diskutiert wird. Vielleicht nimmt da ja der eine oder andere in den Kommentaren noch mit teil, dann könnte es da ja auch noch ein bisschen lustig werden. Ansonsten, liebe Leute, 7. April, 21:14 Uhr, das Champions League-Spiel läuft seit 14 Minuten. Ich glaube, wir machen jetzt hier dann sowieso Schluss. Wir müssten die Stunde voll haben. Ich widme mich jetzt dem Fußball. Ich weiß nicht, was ihr noch so ein bisschen macht. Und dann, wenn es gut läuft, zumindest den Dennis höre und sehe ich dann wahrscheinlich in der Woche wieder. Patrick, dich sehe ich ja sowieso immer beim Hobbyfoto, wenn du dir deine Fotos abholst. Also. Ja, also die Zufälle, die wir da immer treffen, das ist schon verrückt. Ja gut, wir sind halt auch sehr oft dort, deswegen sieht man sich dann halt. Also manchmal geht es wirklich auf keine Kuhhaut, dass einer von euch beiden reinkommt und unabgesprochen ein paar Minuten später der Nächste. Also das ist wirklich manchmal das ist echt unglaublich eigentlich.
Ja, ey. Also gut. Von nix kommt nix. Auf jeden Fall. Dann sage ich mal vielen Dank und wünsche euch noch einen schönen Abend, beziehungsweise den Zuhörern einen schönen Tag, wann auch immer das angehört wird. Und wir hören uns dann, wenn es gut läuft, nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis dann.